Egal ob Geld, Liebe, Gesundheit oder Erfolg, überall hört man vom Gesetz der Anziehung. Aber sollten oder können alle Menschen manifestieren ausüben oder gibt es da eine Ausnahme? Was dir im schlimmsten Fall drohen kann und was du stattdessen tun kannst, dazu jetzt mehr. Juan, ich habe immer noch meine psychischen Probleme. Juan, ich habe das Gefühl, die Depressionen gehen nie wieder weg. Juan, ich habe Panikattacken und ich manifestiere schon wie ein Verrückter, auf gut Deutsch gesagt, und es geht nicht weg. Es geht einfach nicht weg. Juan, habe ich vielleicht irgendwas Falsches manifestiert, was sich jetzt für dich irgendwie anhört wie eine erfundene Geschichte, ist eine Wahrheit, die ich selber erfahren oder beziehungsweise erleben durfte. Ich habe eine Klientin, die sich so lange mit dem Manifestieren beschäftigt hat, dass es bei ihr dazu geführt hat, dass sie sehr, sehr negative Glaubenssätze in sich selber installiert hat, wenn man so möchte. Und darüber hinaus kann ich und darf ich sagen, sie hat teilweise sogar den Bezug zur Realität verloren. Weißt du, ich sage dir eines der größten Probleme mit dem Manifestieren. Und das ist tatsächlich ein sehr großes Problem. Versuch dir mal eines vorzustellen und vielleicht hast du das auch schon mal selber bei dir erlebt. Ich zumindest bin mir sicher, dass du es schon mal erlebt hast. Wir alle kennen solche Gedanken, die in uns nach oben, intrusiv nach oben schießen. Und diese Gedanken sind nicht bewusst gedacht, sondern sie schießen einfach wie Lichtblitze in unseren Kopf. Und der eine oder der andere hat es schon mal erlebt, dass er diesen oder jenen Gedanken zum Beispiel hatte, wie zum Beispiel, das geschieht ihm recht. Hoffentlich verreckt er. Das hat er verdient. Diese Drecksau. Oder hoffentlich überlebt er nicht die OP. Für den einen oder anderen mag sich das jetzt irgendwie so anhören. Ja, jeder hat mal solche Gedanken und er schiebt sie einfach wieder auf Seite. Bei Menschen, die sehr viel mit Manifestation und der Gesetz der Anziehung zu tun haben, passiert jetzt Folgendes. Wünsche ich denen jetzt etwas Schlechtes? Bin ich ein böser Mensch? Ein Schuldgefühl breitet sich aus, das sich kaum aushalten lässt. Man bekommt sehr, sehr, sehr starke Emotionen. Und damit habe ich jetzt ein Problem. Denn in meiner Recherche konnte ich nichts, überhaupt gar nichts irgendwo irgendwie finden, dass Menschen von sowas berichten. Vor allem an die ganzen YouTube-Kollegen da draußen mal. Guten Tag. Ihr predigt immer sehr viel über das Manifestieren und das Manifestieren möchte ich an dieser Stelle erstmal gar nicht komplett schlecht sagen. Aber wo sind denn die Schattenseiten? Warum wird darüber nichts berichtet? Warum wird darüber nichts gesagt? Ich finde das sehr, sehr perfide, denn genau diese Glaubenssätze, genau diese Gedanken, die erstmal völlig normal sind und durch den Ansatz der Manifestation eine so große Wirkung jetzt auf sogenannte negative Gedanken hat. Ich werde im Laufe des Videos auch noch erklären, warum es keine negativen und positiven Gedanken gibt, nämlich nur Gedanken, führen jetzt dazu, dass die Person schreckliche Qualen, innerpsychische Qualen leidet. Juan, glaubst du daran, dass Manifestieren überhaupt wirklich funktioniert? Oder ist es irgendwie Humbug oder irgendwie so eine Esoterik, die sowieso nicht funktioniert? Diese Frage wurde mir öfters gestellt und ich möchte sie jetzt auch beantworten. Nun, ich persönlich glaube schon, dass Manifestieren tatsächlich funktioniert, wenn es so gemacht wird, wie es eigentlich auch richtig ist und wie es auch tatsächlich funktioniert. Und das ist wie folgt. Es gibt das Manifestieren auf, wenn man so möchte, wissenschaftlicher, psychologischer Ebene und es gibt es auf der esoterischen Ebene. Fangen wir einmal an mit der esoterischen Ebene. Auf der esoterischen Ebene müssen wir laut, so wie es die Menschen sagen, die sich damit auskennen, einfach nur zufrieden zurücklegen und fest, noch fester, am allerfestesten, wie es nur geht, daran glauben, dass das, was wir manifestieren, zu uns kommt. Und irgendwann mal früher oder später, wenn wir das immer wieder wiederholen und wiederholen und wiederholen, dann kommt es auch zu uns. Überprüfen wir das Ganze einmal ganz kurz auf die Realität. Ich mache das jetzt mit Absicht, ich betone, mit Absicht einmal übertrieben, damit du verstehst, was ich meine. Nehmen wir mal an, die Person X macht das jetzt so, wie ich das gerade gesagt habe, nur, wie gesagt, übertrieben gesehen. Die Person tut sich 4 Wochen zu Hause in der Wohnung verkabarettieren und setzt sich hin und tut jetzt 4 Wochen lang Geld manifestieren als Beispiel, weil sie gerade im Urlaub ist und auch nicht arbeitet, hat einen normalen Job. Jetzt wird es
sagen wir mal 6, 7 Stunden, das wird Absicht übertrieben, die ganze Zeit manifestieren. Der Rest der Zeit tut die Person Zeit verbringen mit anderen Hobbys, Playstation spielen etc. Und jetzt gehen wir mal von dieser Annahme aus, dass jetzt irgendwann mal nach der Zeit tatsächlich das Geld kommt. Jetzt sind 4 Wochen rum und das Geld ist immer noch nicht dabei. Es wird ja nicht kommen. Ich denke mal nicht, dass jetzt mal, wir müssen mal kurz auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Einfach mal, wenn man so sagen darf, jetzt jemand an der Tür klingeln und ihnen das Geld vorbeibringen. Selbstverständlich nicht. Jetzt machen wir es noch übertrieben. Das wird in der Theorie nicht so sein, aber wir stellen uns das einfach mal vor. Die Person ist jetzt schon 1 Jahr in der Wohnung und manifestiert immer noch das Geld. Ja, die Person ist vielleicht auch arbeitslos. Das Geld kommt immer noch nicht. Sagen wir mal, die Person tut Lotto spielen. Okay, dann könnte man sagen, der hat im Lotto gewonnen. Allerdings ist es in Deutschland so, wenn man arbeitslos ist oder Bürgergeldempfänger, dann darf man keine großen Gewinne annehmen. Das nur mal so am Rande. Das ist jetzt zwar ein bisschen kleiner Sarkasmus, aber du verstehst, was ich meine. Nun, ganz kurz, spiritueller Sicht, sich hinsetzen, daran fest glauben, das kommt schon zu mir, ich muss nur fest daran glauben, das ist meine Meinung, das persönlich halte ich für Humbug. Aber kommen wir mal ganz kurz zu der wissenschaftlichen, psychologischen Sicht des Manifestieren. Nun, jetzt ist es wieder ganz was anderes und das kann man eigentlich gar nicht miteinander vergleichen. Das wäre so, als würde man Birnen mit Äpfel vergleichen. Das sind einfach ganz verschiedene Dinge. Wir können es ja zum Beispiel mal so sehen, dass eigentlich von Grund auf jeder Mensch, seitdem er ein kleines Kind ist, schon eigentlich manifestiert. Ja, wir beobachten das zum Beispiel bei Spitzensportler. Andrew Agassi, der Ex-Tennisspieler, hat einmal gesagt, ich habe Wembley in meinen Gedanken 1500 Mal gewonnen, weil ich immer wieder fest daran geglaubt habe. Er hat so fest daran geglaubt, dass er sich Details, Einzelheiten in seinen Kopf ausgemalt hat. Welche Menschen da sitzen, wenn er den Pokal in der Hand hält. Wie das Wetter ist, wie der Geruch ist in diesem Stadion, wie seine Handbewegung ist, etc. Er hat sich das immer wieder vorgestellt. Was ist jetzt aber da der Unterschied zu der spirituellen Sicht? Naja, ganz klar, er ist danach auch zu Wembley gegangen. Er musste nicht einfach nur da sitzen und fest daran glauben. Nein, er hat es dann auch getan. Er ging in das Stadion und hat seine Bilder so verinnerlicht und hat sich so gewünscht in seinen Geist, dass er das, was er in seinen Gedanken, aber auch daraus resultierend, weil er den Glaube an diesen Gedanken hatte, mit diesen Gefühlen verbunden hat, das im Verhalten auch ausgestrahlt. Aber ganz kurz, das alleine heißt jetzt auch noch lange nicht, wenn man jetzt so möchte, auf physikalischer Ebene, wenn man das mit dem Universum vergleicht, dass das Universum jetzt das anzieht und du zum Sieg kommst. Er hätte ja auch verlieren können. Hätte er verloren, hätten viele aus der esoterischen Ebene höchstwahrscheinlich mit dem Satz dann geantwortet, dann hast du es eben nicht fest genug manifestiert. Siehst du, und das ist einfach nur dieser Unterschied. Man muss das einfach ein bisschen differenzierter sehen. Ist es wissenschaftlich, psychologisch oder esoterisch, dass ich mich einfach zurücksetze, und fest daran glaube. Nun sollten jetzt oder können alle Menschen, wirklich alle manifestieren, ausüben, also das Gesetz der Anziehung. Dazu habe ich eine ganz klare Meinung. Grundsätzlich sollten erstmal alle Menschen, wirklich alle Menschen, wenn sie manifestieren, bitte es nicht so tun wie auf den spirituellen Weg. Jetzt werden viele sagen, oh Juan, was sagst du da? Ich sehe das ganz anders. Ich nehme sehr gerne Kritik an. Du darfst mir das auch gerne in die Kommentare hineinschreiben. Ich bin dafür, wenn du manifestierst, mach's auf der wissenschaftlichen, psychologischen Ebene. Das heißt, auf deinen Glauben und was du daran glaubst und welche Gedanken du hast, sollten danach auch immer Taten folgen. Denn nicht umsonst ist es in der Psychologie so, dass man auch sagt, Gedanken, Gefühle und Verhalten gehen einher. Zweite Sache. Und das ist jetzt ja wirklich sehr, sehr wichtig und wahrscheinlich für die Menschen, die oft meinen Kanal besuchen, eine sehr, sehr, sehr wichtige Thematik. Wenn du jetzt zum Beispiel unter einer Herzphobie leidest, wenn du Krankheitsängste hast, wenn du gar Zwangsgedanken oder eine schwere Zwangsstörung hast, dann solltest du unter gar keinen Umständen manifestieren. Warum? Ganz einfach. Du fängst an mit dem Manifestieren. Du begibst dich da hinein und du fängst an, die Gedanken zu glauben, die man denkt. Was ist das? Eines der größten Probleme mit Menschen, die unter Hypochondrie und Zwangsgedanken oder Herzphobie leiden, dass sie ihren Gedanken glauben.
Sehr viele Menschen, die zum Beispiel unter Ängsten leiden, wie zum Beispiel mit Was wäre wenn Gedanken, leiden ja immer daran, weil es hinter diesen Gedanken der Glaubenssatz steckt, wenn ich das oft denke oder dass sich das immer wieder aufdrängt, dann kann das ja was mit mir zu tun haben. Menschen, die aggressive Zwangsgedanken haben, leiden sehr stark daran unter der Metakognition, dass wenn ich diesen Gedanken habe mit dem Messer oder gegen den Gegenverkehr fahre, ich irgendwas Schlimmes mir passieren könnte oder dass das tatsächlich Wahrheit wird. Wenn ich jetzt zusätzlich manifestieren ausübe, obwohl ich gerade unter dieser psychischen Problematik, Störung leide, dann hat das sehr verheerende Folgen. Denn die Person wird noch mehr Angstzustände haben, noch mehr leiden und noch mehr grübeln. Des Weiteren wird sie weiter verunsichert, sehr verunsichert. Das Selbstvertrauen schwindet, das Absicherungsverhalten nach außen bei Verwandten, Familie, Bekannten wird sehr stark dadurch verstärkt. Jetzt hast du dich vielleicht schon sehr lange Zeit mit Manifestieren beschäftigt und erkennst dich in diesem Video bereits wieder, dass du sagst, ich bin bereits schon in diesen schlimmen Problemen drinnen. Ich habe ständig solche Gedanken, dass ich dem das wünsche oder dies oder aufdringliche Gedanken, dass dies oder jenes passieren könnte, Messer etc., aber auch Krankheitsängste. Und dadurch, weil ich manifestiert habe oder viel manifestiert habe, vor allem in der esoterischen Ecke, habe ich das Gefühl, dass die ganze Problematik jeden Tag schlimmer wird. Du fragst dich jetzt vielleicht, was kann ich dagegen tun? Erste Sache, die lege ich dir wirklich ans Herz. Sie kommt wirklich von mir, von innen, weil ich weiß, wie schlimm dieses Leid sein kann. Du bist nicht deine Gedanken. Alle Menschen werden jetzt sagen, wie kommen darauf, du bist nicht deine Gedanken. Gerade dieser Satz hört sich doch ja so esoterisch irgendwie an. Aber hör mir zu, wenn du deine Gedanken sein würdest, wie viele schlimme Gedanken hattest du schon und du hast sie nie ausgeführt. Und jetzt gibt es wieder die anderen, die sagen, ja, aber da draußen gibt es so viele Menschen, die haben schon so viele schlimme Dinge getan. Wie man zum Beispiel ständig in den Nachrichten hört oder was man liest. Der hat diese schlimme Tat begangen, der hat den abgestochen oder gerade wie wir gerade hören, der hat das mit dem Polizisten gemacht etc. Und das manchmal aus Glauben oder Religion oder andere machen diese Dinge etc. Juan, die haben doch auch diese Gedanken. Also kannst doch du mit deiner Theorie, die du hier in diesem Video aufstellst, nicht ganz recht haben. Doch, ich sage dir, ich habe recht. Denn diese Menschen tun nicht diese Dinge aufgrund ihrer Gedanken. Sie tun diese Dinge, weil sie von sich aus wollen, unabhängig von ihren Gedanken. Ein Psychopath hat auch solche Gedanken wie ein Mensch mit Zwangsgedanken. Das wirst du mir glauben. Das ist erstmal gar nicht das Problem. Sie haben dieselben Gedanken. Der Psychopath reagiert auf diese Gedanken aber nicht mit Angst, denn sie scheinen mit ihm konform zu sein. Er kommt mit ihnen klar. Er hat damit gar kein Problem. Der Mensch mit Zwangsgedanken fürchtet sich von diesen Gedanken. Und ganz viele Menschen werden jetzt sagen, wenn ich aber Zwangsgedanken habe und ich irgendwann mal die Angst vor diesen Gedanken verliere, ja, dann will ich es ja vielleicht doch. Nein, es ist nur wieder ein weiterer Zweifel. Denn ich könnte auch einen schlimmen Gedanken haben, dass ich gegen den Gegenverkehr fahre und ich bekomme aber keine Angst. Heißt es jetzt, ich möchte gegen den Gegenverkehr fahren? Natürlich nicht. Du siehst also, dass es einen fundamentalen Unterschied macht, wie wir mit unseren Gedanken umgehen, aber auch wie unsere Persönlichkeit von vornherein ist, was wir aus diesen Gedanken machen und wie wir im Endeffekt fühlen, wenn wir diese Gedanken haben. Deswegen gibt es per se auch keine negativen Gedanken und es gibt auch keine positiven Gedanken. Hast du schon mal oft in deinem Leben gehört, dass Menschen zu dir gekommen sind und dir Zuspruch leisten wollen, weil es dir nicht gut ging? Sie haben dir vielleicht auf die Schulter geklopft und haben zu dir gesagt, du hey, denk doch einfach nur positiv, steiger dich doch einfach nicht so rein. Es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. All diese Sprüche sind natürlich super gut gemeint und sie machen das auch gerne, weil sie dich lieben, weil sie für dich da sind, weil sie einfach nur wollen, dass es dir wieder gut geht. Aber diese Menschen haben nicht verstanden, dass es keine positiven Gedanken gibt. Die Kehrseite der Medaille ist, es gibt auch keine negativen Gedanken. Jetzt fragst du dich, Juan, was gibt es denn stattdessen dann? Es gibt nur Gedanken. Es gibt nichts anderes als Gedanken. Gedanken werden immer Gedanken bleiben. Sie waren von Anfang an Gedanken und sie sind heute Gedanken und sie werden in der Zukunft Gedanken sein. Stell dir einmal vor, du bekommst ein Jobangebot nächste Woche in New York in einem Büro zu arbeiten. Du sollst diesen Job annehmen. Du sollst da arbeiten und du freust dich darauf.
Und du sagst doch, jeder würde sich darauf freuen. Auf diese Gedanken freue ich mich. Aber du freust dich nicht darauf. Die andere Person, Person B, bekommt denselben Gedanken und freut sich. Es ist dasselbe Gedanke mit demselben Gedankeninhalt. Wo ist der Unterschied? Da kann man doch nicht hergehen und sagen, Gedanken sind immer positiv oder negativ. Oder denk einfach positiv. Es geht doch hier nicht um das Objektive heraus. Es geht um das Subjektive heraus. Verstehst du jetzt, warum du nicht deine Gedanken bist? Es geht um den Umgang, wie du mit dem umgehst, was in dir oben hervorkommt. Versuch dir Gedanken einmal vorzustellen, als wären sie Angebote. Versuch dir das vorzustellen, vielleicht hilft dir das. Wenn du merkst, dass Gedanken in dir hochkommen, dann ist jeder Gedanke ein Angebot. Jeder einzelne dieser vielen Gedanken, die jeden Tag in deinen Kopf schießen, sind Angebote. Und du entschließt dich dazu, diesen Gedanken zu folgen oder eben nicht zu folgen. Das ist rein deine Entscheidung, weil du nicht deine Gedanken bist, sondern du bist der reine Wahrnehmer, das reine Bewusstsein. Du willst jetzt vielleicht noch mehr über das Manifestieren wissen. Dann verlinke ich dir hier auf der Endcard ein Video von mir und ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.